Da sind wir wieder in Genshin Impact. Es ist Zeit, die Hauptquest weiterzumachen. 5.1. Dieses Ding, auf das ich mich ursprünglich gefreut habe und das dann sich als dummes Kackding mit ihrem DJ-Mist herausgestellt hat, ist da. Ich bin immer noch enttäuscht. Diese komische, moderne Scheiße hier mit reingewebt wurde. Auf so halbmistige Art und Weise und das überhaupt nicht zu Genshin passt. Aber wir lassen uns hoffentlich nicht davon negativ beeinflussen und werden einfach weitermachen. Meine Hauptstory und hoffen, dass die wenigstens diesmal mehr begeistert als beim letzten Mal. Ich fand die ersten 2 Kapitel tatsächlich bisher relativ, nichtssagend. Ich meine, bisher ist die Idee der Hauptstory im Prinzip dieselbe wie von Fontaine. Ein Desaster wird bald die Region zerstören, du musst aufhalten, weil es prophezeit wurde. Und ein Archon, der sich für 500 Jahre irgendwas ausgeheckt hat. Kennen wir schon, oder? Also, ist nichts Neues, ist nichts Verwunderliches. Muss jetzt nicht schlecht sein, das kann sich halt noch gut entwickeln. Aber bisher noch relativ passiv, der Story gegenüber. Mit mir dabei natürlich wieder Lucifer. Das ist eigentlich dein Stichwort, um Hallo zu sagen oder so. Jojo. Ja, wieder mal so viel Gespräche wie immer. Ich bin paranoid, deswegen gucke ich 10-mal. Also nicht wundern, wenn ich plötzlich stehen bleibe und zur Seite gucke. Ich gucke auf meinen Zweitbildschirm, ob auch alles bei dem Dings gut ist. Und dann verpasse ich alles sowieso immer. Gut, wir machen den 3. Akt. Ich weiß nicht, wie lang es wird und ich weiß nicht, was danach und davor und daneben passiert. Ich habe kaum in der Zwischenzeit was gemacht. Eine Sache ist nur passiert und zwar hatte ich mich tatsächlich einmal verdrückt und hier beschworen. Ich habe einmal beschworen, ich habe so einen Einzelnen beschworen hier, glaube ich. Ich wollte eigentlich eine Standardbeschwörung machen, weil ich sie hier gelevelt habe. Und dann habe ich aber zu schnell gedrückt und stattdessen aufs Xylon gedrückt. Aber mir wurde nichts gegeben, außer eine Jean. Und ich habe gerade einen Follow gekriegt von Stienchen, 1985. Guten Abend. Auch dir guten Abend. So, jedenfalls, ich habe eine Jean bekommen. Ich habe eine Jean bekommen aus Versehen. Ich wollte keine Xylon, weil ich Xylon nicht mag. Aber dennoch, das 50-50 zu verkacken, tut trotzdem weh. Also, macht damit, was ihr wollt. Aber wir machen erstmal die Hauptstory endlich weiter. Und gucken einfach, ob die diesmal besser wird. Beim letzten Mal war die ja nur so lalala. Fand ich. I see. Thank you so much. Wir gehen The direkt rein. Adventurers Guild has been overwhelmed these days. Ja, natürlich. Dafür ist der nächste garantiert. Das ist ein Lichtblick. Es ist ein Lichtblick. Es tut trotzdem ein wenig weh, oder nicht? No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've Ich hoffe, du collected bist on auch the schon im abyss so Gespräch, far. Lucifer? Then we can take a Okay. look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Und hier übrigens wieder die Wunderhaftigkeit der Dinge, dass die Hauptquest mal wieder einfach so triggert, wenn man da ankommt. Ich hasse das. Für Streams ist das extrem unschön. Weil, wenn ich mal, keine Ahnung, meine täglichen mache und dann nicht weiß, dass die Quest hier anfängt, dann fange ich die einfach an und kann die dann nicht mehr im Stream spielen. Das ist so doof. Genshin macht das nicht. Lasst mich doch einfach selber das Ding starten, indem ich draufdrücke, Mensch. Ich habe seit dem letzten Mal Novelette nicht mehr gepult. Da ist schon ein bisschen was her, aber... You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Nice. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. Angesichts der zunehmenden Aktivitäten des Abgrunds. Hast du davon was gemerkt? Beim Rumlaufen in Natlan? Ich nicht. Nee. Da sieht man mal wieder ziemlich faul, oder? Weil ich würde erwarten, dass dann auch mehr Abgrundkreaturen auftauchen, aber nö.
Die Story ist wirklich mega. Hoffe ich. Ich fand die ersten 2 Kapitel relativ mittelmäßig. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. So, das verkürzt die Reaktionszeit. Wunderbar. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. Ich habe jetzt die letzten paar Tage keinen Stream hinbekommen wegen sonstigen Problemen. Ich habe genug Ruhe bekommen. Also bitte, lasst uns einfach direkt loslegen. We can finally stop and take a break. Die Bedrohung durch den Abgrund ist noch lange nicht vorbei, Mensch. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. Bis an einem Tag durchgegrindet. Nun, das werden wir nicht. Wir lassen uns schön Zeit. Aber ich hoffe, es wird so gut, wie du sagst. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Ich hoffe, dass bald Frieden einkehren wird. Ich nicht, das wäre langweilig. Frieden ist immer die Zeit, wenn die Hauptstory, die immer viel zu kurz und viel zu schnell abgearbeitet wird, vorbei ist und wir in 5 Updates warten müssen, bis endlich mal wieder was passiert. Das will ich nicht. Das ist immer die schlimmste Zeit in Genshin. So ab so dem 3. Update oder so, oder 4., je nachdem. Wo dann einfach kaum was mehr passiert, bis die nächste Region oder so rauskommt. So, jeder hat ja ein anderes Empfinden bezüglich der Spannung. Diese Quest finde ich am gelungensten. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin guter Dinge. Aber, ich bin ehrlich, Stienchen... Ich weiß gar nicht, wie man das am besten betont. Egal. Natlan hat mich bisher nicht so angetan, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht meine Region, also... wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, gut. Oh, hey, Kachina! Are you feeling better now? Gut zu wissen, dass das richtig ist. Meine lieben Damen und Herren, das ist ein Multimillionen-Euro-Spiel. Und die konnten sich nicht den Synchronsprecher leisten. Tienchen. Okay. Geht viel sanfter von der Zunge. Okay, warte, das muss ich mir durchlesen. Yep. Jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um zu Hause zu bleiben und sich zu erholen. Ich wollte was tun und mithelfen. Jetzt bemängeln viele, dass Synchronisation fehlt. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist jetzt nur bei Kachina so. Ansonsten, ui. Da geht ja meine Lust dann gleich in den Keller, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe gehört, dass der Pyro-Archon Krieger sammelt, die in den entlegenen Gebieten stationiert werden sollen. Also bin ich hierher gekommen, um mich zu melden. Sehr beeindruckend. Ich habe ja von all den Dingen gehört, die ihr getan habt. Da alle so hart arbeiten, muss ich auch meinen Teil dazu beitragen. Übrigens, Ceylon hat mir erzählt, dass sie den Auftrag erhalten hat, dir einen antiken Namen zu schmieden. Sie meinte, sie sei bereit und wir können jederzeit zu ihr gehen. Wow! So we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names! Paimon still can't believe anyone could forge those things. Shilonen ist eine wahre Meisterin. Sie kann nicht nur antike Namen schmieden, sondern auch alle möglichen neuen und lustigen Dinge. Sie hat immer einen Stapel von Aufträgen auf den Tisch, sodass man normalerweise eine Weile warten muss, bis sie das fertigstellt. In diesem einzelnen Fall hat sie jedoch ihren Zeitplan komplett über den Haufen geworfen, um deinen antiken Namen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Nun,
wir während ihr Gebühren danken müssen, wenn wir sie treffen. Nun, meine Anmeldung als Krieger ist bereits abgeschlossen. Jetzt muss ich nur auf die Antwort warten. Wenn es euch passt, können wir vielleicht zusammen zu Xylonen gehen? Sie würden mich doch nicht ablehnen, oder? Ich meine, ich hoffe, Sie würden das nicht tun. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Also Kachina ist schon Veteranin bei dem allem, was passiert ist. Und jetzt hat sie immer noch so wenig Selbstwertgefühl. Ja, sei stolz auf dich. Die Story hat dir genug Plot-Armor gegeben, damit du es so weit gebracht hast. Ich meine, falsch ist das nicht. Vielleicht sollte ich hier ein Loch finden, in das ich mich verkrieche und eine Weile verstecken kann. Jenseits des Rauches und des Spiegels? Geh zu den Kindern des Echos. Ja. Gut, dann werde ich mal ganz bestimmt zum ersten Mal Xylonen treffen. Ist nicht so, als hätte ich offscreen ein Mini-Event gemacht, wo man das schon tut. Sorry, aber das wäre jetzt wirklich nicht die Mühe wert gewesen, das ins Stream zu packen. Das hier. Hier trifft man sich schon. Habe ich schon gemacht, sorry. Aber das ist jetzt wirklich Kleinscheiß gewesen. Okay. Dann treffen wir sie mal ganz bestimmt zum ersten Mal. Xylon, ich habe die Person mitgebracht, die einen antiken Namen braucht. Er ist super toll und ich habe schon eine Menge von ihm gelernt. Ich kann mich dafür verbürgen, dass er den Namen eines Helden wirklich verdient hat. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? Ja. Ja, das hasse ich ungemein. Wie Hoyoverse die Hauptstory handhabt. Viel zu schnell wird die Hauptstory abgearbeitet, meistens in den ersten 2-3 Kapiteln und dann sind einfach 5 Kapitel Leerpause. Mit vielleicht so einer Danes Life Quest oder so mal zwischengeschoben. Und dann muss man die hinterher rushen, sonst wird man enorm gespoilert von was auch immer. Und von den Trailern und wie viel die schon spoilern, muss man ja nicht mehr reden. Ich gucke die mir schon gar nicht mehr an, deswegen. Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. Traurig. Bisschen traurig. Da hatten sie mal besser drauf gefühlt. Ich meine, dass sie die Story zu schnell abarbeiten, war immer ein Problem, aber... Ich habe das Gefühl, dass die anderen Dinge viel schlimmer geworden sind über die Jahre. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. Okay. Xylon. Sie sagt gerade, ich wusste, dass ihr Reisende seid, aber nicht, dass ihr von außerhalb seid. Wie soll man denn ein Reisender sein, wenn man nicht reisen tut, wenn man in der Region bleibt? Dann wäre man doch nicht wirklich ein Reisender, oder? Wenn du ein Penner bist. So, die Story geht wenigstens knapp 6 Stunden. Ist ja schon mal ein Anfang. Mal sehen, ich werde wahrscheinlich heute keinen 6-Stunden-Stream hinkriegen. Den Rest der Story müssen wir gucken. Wann ich das mache. Ich denke spätestens Montag, oder? Lucifer? Ja. Also ich denke, übermorgen wird schlecht, weil ich muss halt Wukong endlich mal weitermachen. Aber ich denke, Montag werden wir den Kapitel 4 spielen erst. Mal gucken. Ich muss gucken. Alles ein bisschen kacke momentan. Du meinst, der Pyrokan hat es dir nicht halt gesagt? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. Ist so der gesprächigste Gesprächspartner, den du haben kannst. Ich glaube, der Mann hat nichts getrunken, deswegen. Ja, man muss echt mal ein paar mehr Worte abgeben, mein Guter. Irgendwann sage ich was, wenn mir was einfällt. Lucifer ist aber immer so. An manchen Tagen haut der Brüller raus und dann an manchen Tagen ist er einfach 5 Stunden abwesend. She did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time I thought she was just commenting on my skills.
Plus, ich muss ja scheinbar heute vorlesen, weil der Synchronsprecher scheinbar Milliarden haben wollte für die Rolle hier. Also wird er natürlich in den Momenten Stillschweigen bewahren. But I seem to understand Also mal where the true difficulty lies now. Bist du sauer? Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. Eine unmögliche Aufgabe. Ich meine, sobald ich das verstanden habe, braucht man, um einen antiken Namen zu haben, muss man doch mit diesem... Verdammt, wie hieß denn das Ding? Dieses Ding, was die anbeten. Auch wenn beten wahrscheinlich der falsche... Oh, ich hab's vergessen. Hier... Irgendwas mit W, glaube ich, war das. Irgendwas mit W, Vayat, war das. ne? Vayat oder so ähnlich. Irgendwas, ja. Genau, mit dem Ding muss man ja verbunden sein. Wie funktioniert das? Ja, wir werden es wahrscheinlich It's sehen. oder nicht. impossible? So, es ist unmöglich. As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Ich habe sehr viele Heldentaten verbracht. Ja, ich habe unzählige Heldentaten in ihrem Abenteuerhandbuch gesehen. Hast du es mir geklaut und einfach gelesen, oder was? Ich habe das Gefühl, sie könnten alles Mögliche schaffen. But they were Aber all nur wenn performed outside Nur wenn der of Plot es Natlan, verlangt. correct? Nur dann kriegen wir was hin. Wenn der Plot sagt, wir werden von dem nächstbesten Idioten fertig gemacht, dann werden wir auch fertig gemacht. Ich meine, wir haben 1000 Beispiele. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in that land, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Also ganz ehrlich, wenn man bedenkt, mit wie wenig Helden hier Helden genannt werden, müssten wir eigentlich schon ein Superheld sein. Allein durch unsere Taten in der letzten Story-Quest. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Vayop, nicht... Das war's. Vayop. Genau. Ich glaube, ich habe Vayot gesagt. Ist ja auch real. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. Okay, dann müssen wir just schnell how it is. ein super Mega-Held werden. Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Kann man nicht einfach fragen? Ich meine, wir haben doch beim letzten Mal seinen Arsch gerettet. Mawika, of all people, Aber should know dieses eine better Ding than da anyone. gereinigt haben. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Mehrmals, ja. Wir haben es schon mehrmals vor dem Untergang gerettet. So ziemlich in jeder Region einmal. Deswegen fand ich zum Beispiel in der letzten Story-Quest am Ende die Reaktion vom Hauptcharakter, dass er so geschockt war, dass Natlan kurz vor dem Untergang steht, überhaupt nicht realistisch. Der Hauptcharakter müsste eigentlich so reagieren wie... Ich weiß. Lass gut sein, sag einfach an, was wir machen müssen. Weil wir müssten inzwischen sowas von schon daran gewöhnt sein, dass jeder Archon uns die Probleme aufwälzt, dass wir einfach schon quasi einfach Hand hinreichen und gib 1 Million Mora und so und dann mache ich's. Ne? Die müssten eigentlich überhaupt nicht geschockt sein von gar nichts mehr, so viel Scheiße, die passiert ist. Ne? Kenn ich schon und so, ja, eben. So, warum habe ich das Gefühl, dass das schon einmal passiert ist? Ich glaube, beim letzten Mal hat es damit geendet, dass Xylon einfach Dutzende von rund um die Berge in der Nähe gelaufen ist. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. Ich möchte dazu nur mal sagen, Xylonen läuft nicht, sondern sie fährt auf Rollerskates. Was ich übrigens extrem dämlich und unpassend für Genshin finde. Aber lassen wir den Teil mal. Also... Lügnerin, Kachina. You mean you're already willing to accept the task?
Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Okay, dann zeig mal. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Vielleicht ist das der Grund dafür, warum sie und der Archon einander so vertrauen. So langsam komme ich mir wie ein Honkai vor. Ja, und das mag ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, Tienchen, ob du das auch so siehst, aber ich finde dieses DJ-Zeug, so diese Roller Skates und dieses Pixel-Zeug von dem einen Dendro-Typen, das passt gar nicht rein in Genshin. In dieses magische Fantasiewelt. Das haut mich halt so richtig raus bei Natlan. Ist eins der Gründe, wieso ich bisher einfach noch nicht so gut warm geworden bin. Das passt für mich gar nicht. Das passt eher sowas wie bei Honkai Star Rail oder Honkai Impact Third oder so. Ja, Kinich, genau. Der Typ passt für mich halt überhaupt nicht. Der hätte in Star Rail, hätte der super reingepasst. Aber hier ist er unpassend. Und das haut mich halt raus, muss ich zugeben. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich Xylon überhaupt nicht haben wollte. Dasselbe Gefühl, ja. Hast einfach... Vor allem passt halt auch nicht zum Stil der Region selber, die halt auch so eher Steinzeitalter ist. Ist, glaube ich, nicht... Ich weiß nicht, ich glaube, Steinzeitalter ist nicht das Richtige, aber mir fällt jetzt nicht das andere... Du weißt, was ich meine. Eher dieses sehr, sehr, sehr bodenständige Leben und dann plötzlich DJ-Board und Pixel-Power und Rollerskates. Ich meine, wir werden sehen, was dann noch kommt, ne? Ich versuche es runterzuschlucken und hoffe, dass einfach nicht jeder Charakter so drauf ist und dass es mir die Story nicht kaputt macht. Mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Kritik, was ich mit Natlan bisher habe. Aber machen wir erstmal weiter, nicht wahr? So, vielleicht ist das der Grund dafür, warum sie und der Archon einander so vertrauen. Eben, Tienchen, genauso sehe ich das halt auch, ne? Saurier auf der einen Seite und dann DJ Rollerskates und Pixel Power auf der anderen. Das beißt sich zu stark. Ich meine, man kann diesen Twist funktionieren lassen, aber halt, dann muss man es richtig tun und von Anfang an und dann nicht plötzlich so in eine Region reinzwängen, wo es überhaupt nicht rein... Es war eine Idee, die für mich gar nicht gut funktioniert hat. Mal sehen. Mal sehen. So, ja, mal sehen, ob wir einen besonderen Weg finden, das durchzuziehen. Wenn wir es wirklich nicht schaffen, können wir immer noch mit dem Pyro-Archon reden, oder? The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record his heroic deeds. Ich meine, wir haben seinen Arsch schon gerettet, also... We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. Wunderbar, dass du mich verstehst, Tienchen. Siehst du? Da sind wir auf derselben Wellenlänge. Prost. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Keine Ahnung, sag du es mir. Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. Okay, wir müssen also alle. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. Ist das nicht wortwörtlich dein Job? Ja, ich habe einige unschöne Dinge über den Archon gehört. Aber ich denke, ich werde sie auch pullen, einfach nur weil Archon. Ich hoffe einfach, dass die hier nicht den Rap raushaut oder so ein Mist. Auch wenn die Dinge, die ich von ihr gehört habe, naja. Ich will jetzt nicht über irgendwelche Leaks oder so reden, das wäre unfair. Aber mal sehen. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. Ich hoffe einfach, dass das The nicht first stimmt, was person ich who comes to gehört habe. mind is Seat Lali at the Masters of the Nightwind. Seat The one Lali. we call Granny Eats Tali. Ach, Seat Lali, weil das nicht diese pinkhaarige, die den Ball am Kopf gekriegt hat in der ersten Natlan-Cutscene da?
Trailer-Dings. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's Ich ancient glaube, das war name. sie doch, ne? A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able Ich to kann es help. jetzt auch verwechseln, ne? Aber ich glaube, das war sie. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. So, Urzelot, willkommen. So, ich habe derzeit 450 Puls, sollte reichen. Ui. Nicht schlecht. I've heard that to get her help, Ich you glaub, ich have to 170 be extremely oder so. patient with her and know how to keep Aber her spirit wenigstens up. ist bei mir garantiert, also mal sehen. Es kommt halt drauf an, wann sie rauskommt, ne, und so weiter. I hate to break it to you, but... So, warte. So, sie wird wahrscheinlich nicht sehr glücklich mit uns sein. Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Yeah. Auf Kosten At the ihres cost Steins of her der sprechenden spirit Geister. speaker Stimmt, stone being den haben wir split into kaputt two. gekriegt. Ich erinnere mich. Huh. Ich will wirklich wissen, was mit Kachinas Synchronsprecher passiert ist, ey. Ruft mich an, ich kann die übernehmen. Great going, Moeka. Ich We're lass mir already was off to a einfallen wegen rocky der start Stimmlage. here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Seat Lolly would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Hoffentlich. Oh, bitten wir Kinich, den Brief zu überbringen. Er versteht die ganze Situation und ist sie bereits ein vertrautes Gesicht? Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Ah, Jeff. Ja, der Pixeldrache. Ah. All right, Kanich is a seasoned negotiator. Genau, so war I die trust that Aussprache. he'll know the best things to say. Großartig, dann werde ich mich sofort mit ihm in Verbindung setzen. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the statue of the Seven later. Okay. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Was ist das? Ich will es nicht wissen. Ich werde es einfach ignorieren und so tun, dass es nicht da ist. Dann verschwindet es vielleicht. Wie viel Puls habe ich? 166. Und es ist garantiert. Naja. Wird schon. Ich meine, im nächsten Update kommt es ja nicht. Da kommt ja Chaska raus. So viel wissen wir ja schon. Weil dann sagen die ja inzwischen immer, was im nächsten Patch rauskommt. Und an Chaska bin ich persönlich tatsächlich sehr interessiert. Vorausgesetzt, die holt jetzt nicht irgendwie eine Ukulele raus oder ein verdammtes Rock'n'Roll-Konzert, aber mal sehen. Obwohl das mit der Ukulele könnte ich mir sogar noch ganz witzig vorstellen. Es wäre wenigstens nicht so ein Technikmist. Ich hätte gern noch die Archon-Waffe. Ja, ich meine... So, im Waffenbanner hast du garantiert. Ich nicht. Also, mal gucken. Bei Waffen ist halt, ich weiß immer nicht. Ich will auch immer, aber mal sehen. Da ist das mir persönlich lieber, dass ich halt die Figuren habe, statt die Waffen. Aber mal sehen. Ich meine, man kann Glück haben, packt einen Zehner rein und kriegt 5 auf einmal. Also, wir werden sehen. Also ich nicht, weil ich habe kaum Glück, aber... Außer wenn ich nicht streame. Dann habe ich immer das Glück. Besonders bei Star Rail. Oh komm, der ist auch nicht vertont? Ich habe gar nicht drauf geachtet gerade. Ach Mann. Na, das wird eine sehr unangenehme Quest. Ich meine, ich habe nichts dagegen vorzulesen. Na, mache ich gerne. Aber es ist doch sehr entmutigend, wenn ich das hier schon sehe, wenn da... Ich meine, kommt, liebe Entwickler. Ist euch die Story so unwichtig, dass ihr nicht mal... Das ist deprimierend. Nun gut, so treffen wir uns wieder. Kachina hat mir alles erzählt. Ich werde die Nachricht an den Meister des Nachtwinds überbringen und Sidlali davon überzeugen, euch eine Chance zu geben. Ich werde dann auch gleich die Gelegenheit nutzen, ihr zu erklären, was mit dem Stein der sprechenden Geister geschehen ist, um mich persönlich bei ihr zu entschuldigen. I'm sorry to put this on you, Kanich.
It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Das ist schon in Ordnung. Wir arbeiten schließlich alle für den Plan des Pyro-Archons. Jeder hier versteht, wie schlimm die Situation geworden ist. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Jupp. Wir sind das Ass im Ärmel. Wie wir alle gesehen haben, wir einen Held der Vergangenheit vor unseren Augen, wie er erschien. Und dann sagte Mualani, dass eine unermessliche Menge Wissen und Erinnerung plötzlich ihr Gehirn überfluteten. Der Pyro-Archon hat alles erklärt, als wir aus dem Königreich der Nacht zurückkamen. Schließlich, einschließlich des Grundes für das Auftauchen der alten Helden und des Zustands vom Königreich der Nacht. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Warum eigentlich ein Geheimnis draus machen mit den 6 Helden? Ich meine, anders wie bei der Sache hier mit Furina und Dingens, ist ja überhaupt kein Vorteil darin, dass die Region nichts von den Helden weiß, oder? Naja, wir werden sehen, was der Plan genau beinhaltet, was. Also ich habe noch eine weitere Information zu verkunden. Wir haben die Person, die Kapitanin der Arena des Heiligen Feuers gerettet hat, so gut wie identifiziert. Sein Name ist Ororon. Und auch er ist ein Mitglied des Meisters der Nachtwinds. Allerdings hat er die meiste Zeit seines Lebens allein in der Wildnis verbracht. Weit weg von dem Stamm. Deshalb blieb sein Verschwinden auch unbemerkt. Als Sitlali schließlich feststellte, dass er verschwunden war, hatte man eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Seat Lolly knows him too? Das stimmt. Ororon war ein Waisenkind, das vom Häuptling der Meister des Nachtwinds und vielen anderen gutherzigen Menschen seines Stamms aufgezogen wurde. Trotzdem hat er sein ganzes Leben lang einen etwas sonderbaren Ruf. Sonderbar, Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroron, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Das ist richtig. In dieser Hinsicht haben Ororon und Sitlali also einiges gemeinsam. Weshalb sie sich auch recht gut verstehen. Makes sense. But Paimon wonders how Seat Lolly could be the first one to notice Auroron's disappearance if she spends the whole day in her room. Warte, was? Woher wissen wir das, dass sie in ihrem Raum ist? Wurde das irgendwann mal erwähnt? Ich meine, unwichtig, aber ich weiß, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals erwähnt wurde. Vielleicht bei der letzten Story-Quest? Wer weiß. Oder vielleicht habe ich es gerade überlesen, oder ist ja auch egal. So, derzeit können wir noch nicht feststellen, ob Ororon den Fatui freiwillig beigetreten ist oder ob er dazu gezwungen wurde. Sitlali will wahrscheinlich unbedingt beweisen, dass Ororon kein Verräter ist. Also werde ich das zum Anlass nehmen, wenn ich mit ihr spreche. Sorry. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroron and the captain's whereabouts? Ja, wenn wir alle mit der Idee einverstanden seid, wird daraus eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und nicht nur eine einseitige Bitte um Hilfe. Auch wenn ich nicht glaube, dass Sitlali die Art von Person ist, die einen Befehl des Pyro-Archons ablehnt, aber die Zusammenarbeit mit uns wird ihr helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht von den Ereignissen mit Ororon ablenken zu lassen. Gute Idee. Yeah. Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ja. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Nietzsche. Wendefeuer. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Pass darauf und auf dich auch, Kenichi. Ich werde auch zurückgehen. Es gibt noch einige Dinge, die ich einpacken muss. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Muss ich jetzt wirklich 2 Tage warten? Warum machen die das immer, ey? Was soll ich... Liebe Entwickler, sowas könnt ihr am Ende von der Quest packen, nicht mittendrin. Das ist doch doof. Ich fühle mich dann immer so gezwungen, irgendwas zwischenzuschieben, weil ich nicht extra auf Timeskip drücken will. Ich meine, ich muss noch sau viel hier erkunden, also so ist nicht, aber... Nach einer halben Stunde machen die das schon. Das ist doch merkwürdige Storyführung manchmal. Lucifer, du hast die ganze Zeit kein Wort rausbekommen. Alles gut bei dir? Oder bist schon verstorben? Nee, ich bin noch nicht verstorben. Guck mal, ich habe diesen Teleporter hier, den holen wir jetzt, weil das ist der letzte Teleporter, den ich noch nicht habe. Glaube ich. Sagte ich und habe dann bestimmt 5 noch verpasst.
Also zumindest jetzt auf dem ersten Blick ist es der letzte. Oh nein, da oben ist auch einer. Holen wir uns die letzten beiden Dinger, damit ich wenigstens so tun kann, dass wir die 2 Tage ausnutzen. Ich bin dafür. Was habe ich denn hier eigentlich für ein Team? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach, das ist mein tägliches. Die letzten paar, die tägliche Dings nur brauchen. Wie schön, dass ich gerade niemanden sehe, der mich hier hochbringen kann. Naja. Grelle Farbe. Okay, dann machen wir das Oldschool. Warte, wieso mache ich das? Ich kann doch das machen. Kann ich dich killen? Du bist ein Leo-Ding. Attack! Hey there! Breaking new ground! Umbrella warfare, I guess. Feeling lucky? Let her rip! Scanning! You asked for it. I call dibs. Wunderbar. Ja, ich weiß. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel mit Kachina gespielt. Also es sei mir vergeben. Habe ich einen Schlüssel? Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob ich noch einen Schlüssel übrig habe. Nö. Oh. Jedes Mal, wenn ich hier rumrenne, erinnere ich mich daran, wie viel besser das Bewegungssystem wäre, wenn es sich an Wuthering Wave orientieren würde. Meine Güte. Whoa, what a stroke of good luck. Ja. Zeig mir dein Popo. Danke sehr. Popo-Inspektion? Sauber. Dann holen wir uns noch den da, dann haben wir alle. Und dann werde ich einfach Time skippen und wir machen einfach Hauptstory weiter. Ich möchte jetzt nicht irgendwie was Großes anfangen und das dauert denn so lange. Also von den Questreihen her. Okay, wir müssen gleich da hoch. Überraschend, dass ich hier noch nicht war. Ich glaube, mit dem geht es auch schneller als mit Kachina. Obwohl, vielleicht auch nicht, wer weiß. Oh, okay. Hier ist ein Nest. Boah. Ich habe schon eine Weile Genshin nicht mehr wirklich gespielt und ich merke es gerade, wie verwuschelt ich gerade mit der Steuerung bin. Ja, Lucifer, hast du einige Worte der Weisheit für uns? Nö, gerade nicht. Gesprächig wie eh und je, was? Nee, ich warte auch noch ein bisschen, bis ich Time skippe, da suche ich noch ein paar Steine. Für die weitere Verwendung für Muilanis Waffen. Ach so, ich weiß, was du meinst. Kannst du hier auch?
Jetzt will ich mal einen Heiler rennen. Hey there! Könnte helfen. Was ist schwarz und sitzt auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. Quick, Billige let's pack it up. Witze. Genau das brauchen wir hier. Heilen wir uns mal schnell. Und ich glaube, vielleicht sollte ich mal ein ernsteres Team als mein tägliches Team, von denen der hier nicht mal gelevelt ist. Habe ich irgendwas, wo Kachina drin ist? Nicht wirklich. Das hier habe ich. Aber ich habe keinen Bock auf Novelette. Novelette stinkt. Heute. I got you, boss. We may leave at any time. Vielleicht machen wir. Oh, dann bist du hier genau richtig. Dann bist du hier genau richtig. So, Ansehensbelohnung für Stamm aus Natlan. Ich finde, das gibt so viele Informationen, welchen Stamm, ne? Ich nehme mal an die hier, ne? Weil wir haben ja gerade hier was gesammelt. Jupp. Natlan-Aufträge. Ah, ich müsste das alles mal machen. Okay. Jetzt timeskippe ich aber. Bestes Story-Erlebnis ever. Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Oh, hier ist eine tägliche. Die wollte ich gerade nicht mal aktivieren. Ich habe ja diese Punkte benutzt heute. Also, ja, gut, blöd gelaufen, aber, es haben sie jetzt in Natlan haben die das jetzt gemacht, ne? Dass viele tägliche haben jetzt richtige Cutscenes und so. Blöd nur, dass da nichts passiert. Also sind sie immer noch schlecht. Guck mal, in einer anderen Region wäre ich jetzt mit allen vier verdammten täglichen schon fertig. Für die Zeit, die einen dieser Cutscenes braucht. Deswegen mache ich die nicht mehr. Demonstrieren meine Fähigkeiten. Vielleicht ja im nächsten Jahr. Aber heute muss ich sagen, fühle ich mich nicht so. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Oh, die habe ich vermisst, Mensch. Die hatten wir schon eine Weile nicht mehr hier. Die billigen Winzer. Wir hatten ja sau viele gehabt. Das war damals noch. Damals, vor all den Jahren. Also so lange ist auch schon wieder nicht her. Da habe ich ja auf meinem YouTube-Kanal so irgendwie 3 Videos zusammengeschnitten und hochgeladen. Einfach nur, wo ich die ganzen Witze zusammengeschnitten hat, die sich da angesammelt hatten. Das weiß ich noch. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. Guten Tag. So, Lucifer, bist du auch schon wieder in der Story drin? Jo. I have Du kannst bad ruhig news. mal was sagen. Lolly did not Nicht reply dein- to our request. nicht dein Tag heute? Although I suppose I'm not too surprised. Nein, ich wollte was sagen, aber ich war beschäftigt. Mulani, die stand auf der Klippe und hat Ballon gespielt. Okay, und dazu sage ich an denjenigen, der meine Winterjacke geklaut hat, du kannst dich warm anziehen. Huh? You mean she didn't even bother to get... Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess, but let's Oh, go to the sorry. stadium Zu and see schnell if we can meet her gedrückt, there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Super. Geh uns zum vereinbarten Ort und warte auf Zitlali.
Ist eigentlich, ist kein neues Gebiet gekommen, oder? In diesem Update? Also zumindest sehe ich nichts. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob was Neues dazugekommen ist und die das einfach noch nicht zeigen, aber ich glaube nicht. Das Einzige, was dazugekommen ist der komische Boss da. Der eine Teleporter da. Ja, aber kein neues Gebiet, ne? Also ein richtiges Gebiet. Nee. Wer weiß, vielleicht zeigen sie es auch noch Anybody? nicht. Seems she's Mal just sehen. not gonna show up, huh? Also ich hoffe, dass die das diesmal nicht so schnell machen mit der Hauptstory, weil ich finde es halt doof, wenn die immer in 2 Updates runterkloppen. Ich finde es halt besser, wenn jedes Kapitel einfach länger gezogen werden würde und dann einfach pro Update nur ein Kapitel, damit man die Story auch wirklich für die gesamte Regionsspanne hat. Und nicht nur für die ersten 3 Updates. Das stört mich immer richtig krass. Weil ich meine, in Fontaine, die ersten 3 Updates, glaube ich, war geil. Hauptstory und die ganze Situation dann mit der Flut und so weiter. Und dann nach 4.3, glaube ich, war es. 4.4 rum oder so, war irgendwie tote Hose. Also das ist, ich denke, das werden sie diesmal wieder so machen, weil, sind wir ehrlich, aber ich finde das ist richtig blöd, weil die Hauptstory ist einer der besten Punkte von Genshin. Ich finde es doof, dass wir da so wenig bekommen. Natürlich, wenn ich sage länger ziehen, meine ich auch mit richtig Substanz, ne? Nicht irgendwie einfach nur mit irgendwelchen Kleinscheiß. So, nun, wir haben versucht, so rückgriffsvoll wie möglich zu sein, aber es ist nicht so... That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't a subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Eine Führungsfigur sollte nicht unbedingt die Funktion eines Freundes haben. Das wird nämlich sehr schnell zur Untergrabung der Autorität führen. Was wir ja schon gesehen haben beim letzten Mal, als die alle sich fast geprügelt hatten, weil Kachina gewonnen hatte im Turnier. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. Sollte aber, weil Anführerrolle muss schon Gewicht haben, ansonsten... The only thing is that she often has very high expectations of us. Ja, das kann ich sehen. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Ja, das ist okay für einen Anführer, aber man muss schon als Anführer einen gewissen Punkt wahren. Unlike that old hag Granny Eatsley, So right? kommt alles noch. Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her Da like ist she's sie, ja. some kind of huge Ich glaube, das ist deal, sie wirklich, ne? but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Huh? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Silali. Huch. Wait, yours? Yes, Granny Oma. Eatsley. But Eine- emphasis on Eatsley, eine halbnackige not Granny. Okay. In den Log... Oh, Tienchen. Gut zu wissen. Ich bin ehrlich, ich hätte es bevorzugt, wenn sie eine echte Oma wäre. Ich will endlich eine spielbare Oma oder einen Fettsack. Eins von beiden. Ich würd so viel geben, mit einer Oma rumzurennen oder einen Fettsack. Ich will das. Ich will eine Oma oder einen Fettsack. So richtig faltig und grau. Oder halt fett und heftig. Werden wir nie bekommen, aber ich würde mich freuen. Ist das zu viel verlangt? So. Ja, Oma Itzli. Sieht aber schnuckig aus. Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either.
See? I'm barely wearing any makeup. Wieder, warum reagieren wir so komisch darauf? Wir kennen haufenweise Leute, die tausende von Jahren alt sind und aussehen, als wären sie 20. Warum sollte uns jetzt eine alte Oma, die aussieht wie ein junges Früchtchen, hier irgendwie überraschen? Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. Du hast dich darüber beschwert, dass der Pyro-Arkon etwas ausgelassen hat. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? Wie How kannst du das dare wagen? you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Ich habe das noch nie verstanden. Ist das wirklich so unschön, wenn man eine Lady nach dem Alter fragt? Also ich als Kerl verstehe das nicht. Ich meine ganz ehrlich, ich wäre stolz drauf, ein alter Sack zu sein und wie ein junges Früchtchen auszusehen. Das ist doch der beste Scheiß überhaupt, oder nicht? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Nein, überhaupt nicht. Wir haben schon tausende von Leuten getroffen. Ich meine, die Hälfte der Charakter, die wir spielen können, sind irgendwelche übernatürlichen Wesen, die uralt sind. Oder von denen abstammen. Zhao, ich meine, Zhao ist doch auch schon über 2000 Jahre alt oder so. Nur der anderen Adepti. Ist das jetzt wirklich so einzigartig? Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting Die more and Arkons more of her natürlich. foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. Ich bin ehrlich, Citlali sieht gut aus. Aber ich finde, diese komischen Indianermarkierungen die passen nicht. Die sind doof. Die mag ich gar nicht bei ihr. Diese Indianermarkierungen, wenn die weg wären, wäre sie perfekt. Die mag ich nämlich überhaupt nicht. It was my idea to invite you here, Citlali. So if you're upset, you can Die just sind take it out on me. on the nose. Die sehen nicht irgendwie interessant aus oder charakterdefinierend. Die sind einfach irgendwie nur da All dran. right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. Die mag ich There's gar really nicht. no tatsächlich. need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? Stimmt, But, stimmt. of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. Ist sie die Art von Dame, die einfach 5-mal zurückgeht? At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Alles gut, Lucifer. Jo, Du kannst ruhig mal den Kommentar abgeben zu dem, was hier passiert. What's with that Noch nicht. expression? Was ist deine Meinung zu Citlali? Das Design. ja, nee, finde ich interessant. Ich mag Besser als die anderen. Ich mag ihr Indianerzeugs im Gesicht nicht. Diese komischen Dreiecke, weißt du, was ich meine? Ja. Auf ihren Backen. Oder Wangen. Also vielleicht hat es doch welche auf den Backen, aber Was she feeling embarrassed just now? war es hier gerade peinlich? Wartet sie darauf, dass wir etwas sagen? Alles, was sie sagt, klang wie ein Witz. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich lachen soll. Wäre es unhöflich zu lachen? Oder wäre es noch unhöflicher, nicht zu lachen? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. Schwarzbild? I see. So Mauika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. Warum macht ihr einen Schwarzbildschirm, wenn ihr es danach sagt? Ich
Ich kapiere das jedes Mal nicht. Der Schwarzbildschirm ist auch dafür da, damit wir diese Erklärung überspringen. Und dann kriegen wir sie trotzdem. Dann hätte sie auch einfach sagen können. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Sorry, Fatui das of his own triggert mich volition. inzwischen. He must have been coerced somehow. Wir werden es wissen, sobald wir ihn gefunden haben. Yeah, that's why we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? Warum sind wir jetzt plötzlich so geil mit diesem antiken Namen? Der sollte uns eigentlich am Arsch vorbeigehen, oder nicht? Also nichts für ungut. Ich hätte auch gerne einen super duper Heldennamen. I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Das müssen wir Händchen halten. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Und was heißt das? Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Nee, wir sterben. Ende der Story. Ah, shoo! Was war das? Ah, that should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. Ich hatte No gerade need to tote worry. Menschen an I meinem just Arsch cleared out the last of kleben. them. Isn't that kind of like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Na, wir essen's. Wir essen den Scheiß wortwörtlich. In that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron Sie ist ein back, Eischarakter. I'll take you to see the Lord of the Night. Ich hoffe, dass sie nicht einfach nur Gefriercharakter Nummer 28 ist, wenn Citlali rauskommt. Weil Eis ist im Moment halt komplett wertlos. Anders, ich hab ja mein Eisteam und Lucifer hat auch sein Eisteam. Und ich denke, ich kann für uns beide sagen, dass halt Gefrieren momentan ziemlich nutzlos ist. Weil die Gegner, wo du wirklich gefrieren wollen willst, sind halt immun dagegen. Und der Grundschaden ist halt nicht unbedingt genug, um den Unterschied zu The machen. Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Die müssen sich wirklich was einfallen lassen, wie sie Gefrieren wieder hochbringen. Und ganz ehrlich, Bosse sollten gefrierbar sein. Ansonsten kann man das nicht retten. Ne? Bosse und Elite-Gegner und so Zeugs. Da sollte man sich irgendwas einfallen lassen. Vielleicht, dass die, wenn die gefroren werden, werden die nur gestaggert oder irgendein Scheiß. Aber irgendwas muss Something da this gemacht important werden. is beyond their Die jurisdiction. müssen das auch irgendwie mal Damage Only machen the lassen. Lord of the damit man- Night can decide whether we can Inventarkunde mal grant an nutzen kann. ancient name to one who does not hail Ansonsten from hat das our lands. Eiselement halt überhaupt keine Zukunft, weil Eis ist halt inzwischen momentan wirklich das schlechteste Element im Spiel. Und das ist halt mein Hauptgrund, wieso ich an Citlali nur so 50-50 Interesse hätte. Sie sieht gut aus und so weiter, aber wenn sie halt einfach nur Gefriercharakter Nummer 27 ist, dann brauche ich sie nicht, weil ich brauche Gefrieren nicht. Und Schmelzen hat halt keine Zukunft, solange wir halt nicht Feuer-Shinksho oder sowas bekommen. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. Okay. I'll make a list.
Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Gute Idee, ich habe noch nicht so viel erkundet. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Okay. The Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. Na. If you need any help, just come find me. Nur der Captain würde uns Yep, gefährlich we'll be sure werden. to play it safe. Obwohl ich schon sehen würde, wie der Captain uns einfach fertig macht. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Übrigens, der Captain ist auch scheinbar ein Kryo-Charakter, ne? Wenn man sich an das Schwert erinnert, das er gegen Dings benutzt hat. Oh, Also der hat I'm dasselbe sorry I Problem made you wie wait Sid earlier. Lally. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only... That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. Yo. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. Okay. Hier, das war der erste Teil der Quest. Wohin der Rauch zieht. Bist du schon soweit? Jo. Oh, okay, der ist da unten. Na, dann direkt weitermachen, oder nicht? Jo. Naja, bisher lässt sich die Story wieder Zeit, aber ist okay. Obwohl eigentlich nicht. Eine Stunde, in der jetzt nicht viel passiert ist. Naja, mal sehen. Tintin hat ja auch gesagt, dass die Story ein bisschen braucht. Und dann ziemlich gut wird. Nicht den Tag vor dem Abend, wie man so schön sagt. This is the spot. Okay. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him, or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't Kanich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like Ja. this. Kannst du uns ein wenig mehr von ihm erzählen? Auroron? Wurde als Well, Säugling am Straßenrand he was ausgesetzt. left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. He learned a lot Hat from viel von us, uns gelernt. Als er and once he erwachsen reached wurde, baute er sich adulthood, ein Haus he in der built himself a Wildnis. house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Wenn alles stimmt, dann kann er kein schlechter Mensch sein. Ich finde, das ist jetzt zu früh gedacht. Ich meine, man kann nett sein und trotzdem große Ambitionen und dunkle Gedanken haben. Ne? Oh well, Das let's eine keep schließt das looking. andere nicht aus. He can answer all of our questions once we find him. Yup. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Let's follow the phlogiston trail. Was für ein Glück. What trail? Paimon doesn't see anything. Elementarblick? Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Bullshit. Here, give me your hand.
How about now? What do you see? So, ich kann die Spur sehen. Was für ein Glück. Whoa, Paimon can see it now too. That's right. I used a Convenient. spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like Aber that. wir haben noch den Elementarblick, also... It requires a very Ich mein, rare die Story spell hat that irgendwie auch most schon people aren't vergessen, dass wir adept das at. können. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. Ein bisschen stärker. Das ist eine massive Untertreibung. When I held Paimon your ist ein hand Stück just now, Scheiße. I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good. Over here, this way! Oh, halt die See, Kusche. Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. Wow, das hat ja nicht lange What does gedauert. she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now, or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Ugh. Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Ich glaube, ich habe gerade eine Stimme gehört. Warte. Ich war nicht von außerhalb. War sie in meinem Was Kopf? that? See Lolly's voice? Wir haben ihre Gedanken gehört. Der hat wohl ein bisschen zu viel mit uns geteilt, was? Weil man scheint die gleiche Stimme gehört zu haben. Sieht so, als hätte sie verstanden, was los ist. Das muss eine Nebenwirkung der Magie sein. Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Wir können also jetzt ihre Gedanken durch Telepathie hören? Sehr beeindruckend. Sowas kann nur Zitlali. Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Genau wie der Schatten in deiner Nase. Nickst du nochmal für mich? Komm, ich will's nochmal sehen. Oh, schade. Maklöber, das ist doch ruhig uns. Die kann uns wohl nicht hören, was? Am Ende kommt dann raus wie... Was? Ihr habt die ganze Hey, Zeit looks gehört? like there's a new camp over there. Let's go take a look. Nicht das hier? Little brat, I swear. I just hope he hasn't gotten himself into any real trouble. Ah shit, hier brauchen wir einen Saurier. Und natürlich packt das Spiel keinen in die Nähe. Sowas liebe ich ja, wenn das Spiel sowas macht. Ja, gut, dann mache ich es eben nicht. Das mit den Sauriern kann echt nervig sein manchmal. So, alle Spuren vernichtet. Yep. Judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Paimon, warum kann ich die nicht den Kopf abhacken? Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be Eine Art Muster? some sort of symbol? This is a distress Eine signal for the Hilfesymbol. Masters of the Nightwind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No,
No, I've got to stay calm and keep my composure. Die sind echte Ärsche, dass wir das nicht erwähnen, ne? Würde ich aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde auch einfach die ganze Zeit die Fresse halten. Mein Gott, Lucifer. Bist du heute nicht bei der Sache? Oder warum so still? Zeig nicht. Heute ist ja schlimm mit dir. Ah, There ja. are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, Elektro. electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. Was keinen Sinn macht, aber lassen wir das. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Okay. Schade, es hätte Oron eine Chance gefunden, zurückzuschlagen. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Sie sieht sehr besorgt aus. Dem Hilferufsymbol von vorhin nach zu urteilen, wurde Oron tatsächlich von den Fatui festgehalten. Angesichts des zahlenmäßigen Unterschieds könnte er sie sehr wahrscheinlich nicht überwältigen. Bullshit, Alter. Wenn der ein verdammtes göttliches Auge hat, könnte er locker 20 von den Schwächlingen besiegen. Given there are 2 signals leading from here, Und we so eine should große split up Gruppe as wäre well. aufgefallen. Also werden es nur ein paar gewesen sein. Catnit, hey ho. I'll take this direction and leave the other one to you. Bin erstmal nur mit Audio Let's meet up da. again later. Wie traurig, aber so ist das halt. Bist noch unterwegs. Okay. Alles gut. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. You little mal, Junge. brat. And off she goes. Und schon ist sie weg. Traveler, did you hear all of that as well? Ja. Once Seatlolly left, that voice went away as well. Die Paimon Kinder even nie tried calling her funktioniert, also name nicht in inside beide Paimon's Richtungen. head, but there was no response. Ja. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our Ja, heads. ich glaube, Sidnali hat nichts bemerkt. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Podcast beim Huh, Autofahren. maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side Beautiful. effect. If you think about it, nachdenkt, she's hat sie really wirklich got a eine lively inner lebhafte world. Arbeit. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Oh, ich denke, es ist recht normal. Teilt euch auf und stellt Untersuchungen an. Okay. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Mein Gott, das Hin- und Hergescheuche ist hier wirklich schlimm gerade. Hier gibt es Spuren von Phlogiston. Did you find something? Ja. Ich habe Spuren von Phlogiston gefunden. So we can't tell. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just Wie wär's, wenn evaporated wir das into Lama thin da hinten air, fragen? right? Das ist We bestimmt mit know he Weisheit wasn't gesegnet. alone. He had all those Fatui with him. Paimon hat recht. Das ist alles etwas seltsam. Außerdem... So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. Hallo? Was machst du mit meinem Kopf? Ist das jetzt einfach ein offener Kanal? Wer spricht da? Kann sich jetzt jeder bei uns einfach einklinken? Aber stimmt, ich meine, der Hauptcharakter war schon immer scheiße, was psychische Angriffe angeht. Das ist seine größte Schwäche. Außer wenn der Plot es halt nicht will.
Guten Tag. Das Königreich der Nacht? Wieso bin ich plötzlich hier? Oh. I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Okay. Wie konntest du mich hier einfach herziehen? I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. Dann mach dich muten, ne? Ja, okay. Okay. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Und? Hello, traveler. I'm Auroran, the one you've been searching for. Hübsches Gesicht. Bist du aus dem Gewahrsam der Futui entkommen? Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Captain. Greetings, traveler from afar. Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. Ja, die Musik ist hier wirklich hübsch. It was I who tasked Auroran with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. Was hast du vor? I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. Tja, was soll halt der Plot, ne? If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. Okay. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. Es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach wir gekillt werden können von solchen Leuten, die einfach psychische Angriffe gegen den Hauptcharakter einsetzen, gegen die unser Charakter einfach nichts machen kann. Außer wenn der Plot es halt plötzlich macht, dass wir immun sind oder sowas. Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Alle in Ordnung. Wenn meine Seele so eben gewaltsam aus meinem Körper entfernt, das würde erklären, warum ich Paimon überhaupt nicht hören konnte. Macht dir das nicht mehr Sorgen, dass die das einfach hier so machen können? Ich meine... Hey, why are you sitting on the ground? Are you okay? See, Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground! Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Mir geht es gut. Mir war nur etwas schwindelig. Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. Ja, bisher ist sie sehr lang gezogen und wir sind quasi erst am Anfang, also. Schon gut, ich kapiere. Mit der Eingabe, ne? Das habe ich mir schon gedacht. So, wenn ich sie nicht wenn ich nicht gelogen habe und vernünftige Gründe für ihr Handeln haben, sollte ich ihnen vertrauen? Ich könnte Zitlali und Paimon noch die Wahrheit sagen, und das würde bedeuten, dass ich die neue Spur aufgebe. Ich hatte ja noch nicht viel mit den Fatui, den Meistern der Nachtwinde, zu tun. Also ist es wohl besser, wenn ich nichts sage, bis ich mehr Informationen kriege. Ich weiß nicht. Schwer If zu you're sagen. feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the Night Kingdom. See
seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. Schon gut, mir geht's gut. In any case, let's take a bit more time to rest now. Auch wenn die Lage immer noch sehr dringend ist, macht ihr eine Pause. Aurorons Worte hallen noch in deinem Kopf nach. Währenddessen behält Zitlali dich weiter im Auge. Need to be more careful next time. Feeling better yet, traveler? All right, let's get ready. Machen wir uns bereit. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Warte, was? Okay, der Satz macht gerade gar keinen Sinn. Das, Soll das heißen, dass du Zitlali gar nicht magst? Verstehe ich das richtig? Oh, so it's close by. Oder- Then let's head over right away. Tut mir leid, dass ich euch Well, aufhalte. I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. We either move as one or not at all. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. Okay. Geh zum Lager, das Zitlali gefunden hat. Die Ice Lady. Oh ja, gut. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Ja, ich meine, mein Problem bei der Ice Lady ist eher, dass sie Eis ist. Und Eis ist das schlechteste Element momentan. Weil Gefrieren kriegt gar nichts hin mehr. Und Schmelzen ist zu inkonsistent. Und sie, sofern sie jetzt nicht irgendwas Spezielles macht, wird sie eins von beiden sein. Also, ne? Selbst wenn sie gut ist, wird sie nur mittelmäßig sein, im Großen. Also ich bin da auch eher so, meh. Aber bei mir ist es eher das Element und das, was es vermutlich bedeutet. Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. Audioeingabe ist einfach wundervoll. Ich habe keine Ahnung, was das gerade heißt. Alter. Es gibt halt Büro, Offild gibt's halt nur den Koch aus Lionel. Keine Ahnung, was du mir sagen wolltest damit. Ach, Mensch. Das ist also Auroron. Genauso aus wie im Königreich der Nacht. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. What? Kostalitsky. Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. Tu dir keinen Zwang an, ich bin dabei. Du hältst die eine Seite, ich die andere. Zitlali's Und der struggling Kopf to control her temper now. ist ab. Are you ready? Let on my count. 3, 2, 1! YOLO. Still trying to resist? You've got no idea who you're up against. You're dead meat! It's time for break. Wind, hear me. Shower me with praise!
calculated. Auroron! Ach so, ja, Catnip. Ja, ich verstehe. Ja, ich weiß. Ne? Granny. Gibt halt nicht viele Optionen für Schmelzen. Das ist halt mein Punkt, ne? Wie gesagt, Eis ist halt echt schlecht. Die Sache mit Eis ist halt, dass halt nur gut ist gegen Gegner, gegen die alles gut ist. Also in Sachen Gefrieren. Und Schmelzen habe ich ja halt gesagt, ne? Gibt halt nicht viele Optionen. Paimon knows she's called Granny Eats to Leave, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. And greetings to you too, Gramps. Opa? What did you just call him? Jetzt werden wir Opa genannt. Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you've got to be Gramps. Natürlich. Wir sind jetzt ein alter Sack. Ich muss mir jetzt einen künstlichen Schnurrbart besorgen. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have Worte pierced haben my mein Herz heart like a durchbohrt, wie die thorn Dornen aus vine. Ranken. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the Masters of the Night Wind raised me collectively, I basically see everyone above a certain age as an elder I should look up to. So. Die Art, wie er redet, hat sich definitiv verändert. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde er sich verstellen. Er hat mich gebeten, unser Treffen geheim zu halten. Er hat sogar gesagt, dass wir das Zitlali zuliebe tun sollen. Na, verstellt er sich oder hat er zwei Persönlichkeiten? Wir werden sehen. Du behandelst also alle, als wären sie denn Opa und Tanten? Exactly. Onkel und Tanten? But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Auroron? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim, and strange people who appear out of nowhere. Ja. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble sooner or later. But getting kidnapped? That really takes the cake. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find out where they put your severed head. Oh, das hätte ich viel lieber gemacht, seinen abgetrennten Kopf gesucht. Das klingt wie eine coole Quest. I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Warum sind alle Gachas eigentlich immer so kinderfreundlich? Das nervt mich inzwischen richtig dolle bei den ganzen. Next Ich time? meine, ich weiß wieso, aber es ist Oh, kacke. good one. You think there'll be a next time after this? Ne, weil Kinder sind eine wunderbare Einnahmequelle. Ich weiß das schon, aber es ist kacke und das macht die Qualität von vielen Situationen echt niedrig. Weil die halt so viele Sachen da nicht tun They können. didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. So why did you do it? Die haben ihm Geld gegeben. Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey, I'm no ordinary Granny. Would they really dare to come after me? And you! Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you really believe everything they said at face value?
Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Nightwind. Ich finde es immer schade, dass das Mysterium des Verräters... Ich finde es immer schade, dass das Mysterium des Verräters so schnell jetzt abgehandelt wird. Ich meine, wir wissen natürlich, dass mehr dahinter steckt, ne? Haben wir ja schon mitgekriegt, ne? Wegen dem Gespräch mit Capitano. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn der Verräter noch ein bisschen länger weggeblieben wäre und das wirklich ein Mysterium wäre. Ich finde halt so doof, dass das Spiel echt keine Geheimnisse mehr vor dir hat. Außer halt die wichtigsten Dinger, die in irgendwelchen Büchern, die am Ende der Welt liegen, drinstehen. Und die einfach die wichtigsten Lore-Informationen geben. Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you forgotten the words that I've taught you? Ich meine, es ist halt alles ein bisschen zu einfach vorherzusehen. Ich meine, das ist der einzige Charakter von dem ollen Clan, der bereits vorgestellt wurde, offiziell als nächster spielbarer Charakter. Der Verräter ist halt... Ich meine, wer hatte was anderes erwartet, oder? I'm sorry. War super offensichtlich, dass Ororon das ist. Und dann machen sie es sofort als ersten Plotpunkt. Ist ein bisschen schade, hätte man viel mehr rausfischen können. Forget it. Mal sehen, ob da jetzt wenigstens noch irgendwie noch mehr daraus gemacht wird. Aber ich finde es schade, dass der Verräter in Anführungsstrichen jetzt schon so abgearbeitet ist. Also noch nicht wirklich, weil, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Also, once we return to the city, come to the speaker's chamber with me. I'll need you to explain everything. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. Ich hätte gerne I was. grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the Masters raise this guy? Nicht sehr gut. Oh. Oder er ist Right. wirklich gut im Verstellen, was ich cool finden würde. Ich hoffe, der verstellt sich nur und der hat jetzt nicht irgendwie 2 Persönlichkeiten. Und einer von denen ist ein Verräter.